Weben, eine der ältesten Kulturtechniken der Welt und eine der kompliziertesten. Aus unzähligen einzelnen Längs- und Querfäden entsteht durch gekonntes Verkreuzen am Webstuhl ein Stoff. Margarete Horle ist ausgebildete Handweberin. In Bockenheim an der Weinstraße hat sie eine Werkstatt mit mehreren Webstühlen. Im Sommer arbeitet sie in der Scheune des ehemaligen Winzeranwesens an einem Webstuhl, dessen Grundgerüst mehr als 100 Jahre alt ist. Das uralte Handwerk des Webens zu bewahren, ist ihr ein Anliegen. Wie aufwendig der Weg von der Faser zum Stoff ist, das wird Margarete Horle eindrucksvoll demonstrieren. Mithilfe des Schiffchens werden die waagerecht verlaufenden Querfäden mit den längs verlaufenden Kettfäden verkreuzt und dann mit der Weblade angedrückt. Also ich webe hier einen Stoff für den Sommer. Ich habe mir vorgestellt, dass das für den Sommerabend eine Stola oder ein Schultertuch gibt. Und das ist aus Baumwolle, weil das im Sommer angenehm auf der Haut zu tragen ist. Und bei den Farben habe ich gedacht, es soll was Buntes sein, soll ein bisschen fröhlich sein, das auch zur Jahreszeit passt. Klingt einfach, ist aber kompliziert, denn der Webstuhl muss zunächst aufwendig programmiert werden, ähnlich einem Computer. Je nach Steuerung lassen sich an einem großen Webstuhl viele verschiedene Muster herstellen. Ich habe ein bisschen rumgespielt am Computer. Ich habe eine normale Bindung, die ich schon gewebt habe. Da habe ich ein bisschen die Farben verändert und auf einmal habe ich gesehen, dass sich da so Kästchen bilden. Und habe gedacht, das würde bestimmt ganz schön aussehen auf dem Stoff. Aber wie entsteht eigentlich ein Gewebe? Eine Erklärung für Einsteiger. Also ein Gewebe ist eine Verkreuzung von mindestens 2 Fadensystemen. Einmal die Kette in die Längsrichtung und quer rüber der Schuss. Hört sich gar nicht so schwierig an. Kann man also an einem großen Webstuhl einfach so losweben, wie früher mit dem Webrahmen in der Schule? Ja, schön wär's. Leider nicht. Man muss erst in etlicher Arbeit den Webstuhl einrichten. Das Weben an sich ist tatsächlich nur das Sahnehäubchen bei der ganzen Geschichte. Vorher stehen viele Arbeiten, bis man mal so weit ist. Dann lassen wir uns doch mal ganz von vorne erklären, wie das Weben am Handwebstuhl funktioniert und welche Vorarbeiten dafür nötig sind. Ich fange jetzt an, für meine Kette die Spulen zu spulen. Dafür brauche ich Kettspulen, die haben vorne und hinten so ein Ende, Anfang und Ende, dass das gar nicht runterrutscht. Das macht es mir ein bisschen einfacher. Die wird in die Maschine eingelegt, mit dem Stück Faden schon dran. Dann habe ich so ein elektrisches Maschinchen mit Fußschaltung und kann dann die Menge, die ich brauche, auf die Spule aufspulen. Das habe ich vorher schon bei der Gewebeplanung ausgerechnet, wie viel Garnverbrauch ich habe für die Kette. Von dem pinkfarbenen Garn brauche ich 100 Gramm pro Spule, insgesamt 4 Spulen und von dem orangenen auch 4 Spulen, aber nur 90 Gramm. Arbeitsschritt 1. Aus diesem Baumwollgarn soll die Webkette entstehen. Das sind die Fäden, die später auf dem Webstuhl in Längsrichtung verlaufen. Der Faden, der muss immer mit einer gewissen Spannung auf die Kettspule aufgebracht werden, möglichst gleichmäßig auf allen Kettspulen. Sonst würde ich das später beim Scheren der Kette würde ich das merken, da würden Fäden durchhängen oder sich nicht gleichmäßig abrollen von der Spule. Schnurrt ganz behaglich, strapaziert aber die Finger. Es kann unangenehm werden, also da ist schon eine Reibung auf den Fingern und ja, also ich habe mir auch schon die Finger verbrannt beim Spulen. Bei Leinen zum Beispiel, da würde ich ohne einen Schutz an der Hand würde ich das nicht machen. Als nächstes wird die Webkette hergestellt, die später auf den Webstuhl aufgezogen wird. Scheren nennt sich dieser Arbeitsschritt.
Dabei wird die für das Gewebe benötigte Anzahl von Kettfäden, 560 Stück, auf eine einheitliche Länge gebracht. Also ich muss jetzt fürs Scheren der Kette die Spulen ins Spulengestell setzen und gegen Herunterrutschen sichern mit einer Klammer. Vom Spulengestell führen die Fäden zum Scherbaum. Sie werden in der vorgesehenen Reihenfolge in das Lesebrettchen eingeführt. Jetzt habe ich hier mein Scherbrettchen oder Lesebrettchen mit den 4 pinken Fäden. Die kommen jetzt hier über den ersten Zapfen. Und dann halte ich die Fäden hier gespannt und bilde mit meinen Fingern das Fadenkreuz. Dafür fahre ich zwischen die Fäden und habe die jetzt da hier schon verkreuzt und fahre dann mit dem Daumen hier rein und ziehe die dann hier über die 2 Zapfen drüber. Und dann habe ich jetzt hier schon eine Verkreuzung der Fäden erreicht. Und dann fahre ich diesen grünen Abmessfaden entlang, bis ich hier unten bin, fahre da unter den beiden Zapfen durch und fahre hier drüber und fahre hier drüber und dann wieder da unten drunter und lege den Faden hier unten drunter. Bis ich oben bin, habe ich den ganzen Gang abgeschert. Ein Gang ist ein Fadenbündel aus 8 Fäden. So entstehen am Scherbaum Bündel gleich langer, parallel aufgewickelter Kettfäden. So, und jetzt muss ich hier auch wieder ein Fadenkreuz bilden. Die Fäden werden einzeln zwischen den Zapfen separiert und geordnet, damit sie sich nicht verheddern. Und jetzt habe ich den ersten Gang. Das sind jetzt 8 Fäden, das ist praktisch 1 Zentimeter von meiner Kette. Das Scheren hat mehrere Funktionen. Die Kette wird auf Länge gebracht, zugleich werden Breite und Dichte festgelegt, wie in der Gewebeplanung berechnet. In der Gewebeplanung erstellt man auch immer einen Scherplan und auf dem habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, dass ich nur 2 Gänge mit dem pinkfarbenen Garn machen muss und dass jetzt die orangen Fäden dazukommen. 33 Gänge müssen mit allen 8 Fäden geschert werden. Das heißt, die Weberin muss 33 Mal mit dem Lesebrettchen den Scherbaum entlang fahren, von oben nach unten und in der Gegenrichtung wieder zurück. Und jetzt habe ich hier alle Fäden, die ich brauche, um die Kette zu machen. Durch das Fadenkreuz werden die Kettfäden geordnet, und zwar in jeder Runde. Mit meinem Zeigefinger und Daumen bilde ich das Fadenkreuz. Ich nehme den ersten Faden und drücke nach hinten, hole den zweiten nach vorne und wieder nach hinten, nach vorne, nach hinten, nach vorne. Und dann habe ich jetzt hier die Fäden so gespreizt. Und mit meinem Daumen fahre ich jetzt durch diese, also am Holz direkt entlang durch dieses Kreuz. Und das nennt man Fadenkreuz. Und da ergibt sich die Ordnung auch später auf dem Webstuhl. So liegen die Fäden später nebeneinander. Und auf diese Zapfen setze ich die drauf. Die halten mir jetzt dieses Fadenkreuz. Und dann fahre ich den Scherbaum die 8 Meter entlang. Und hier unten wechsle ich wieder die Richtung. Also muss hier unten drunter, dann über den Zapfen drüber und dann über die anderen 2 Zapfen drüber. Und hier bildet sich jetzt auch ein Kreuz. Das nennt sich Gangkreuz. Am Gangkreuz werden alle im Lesebrettchen eingezogenen Fäden als komplettes Bündel gewendet. Ich sichere jetzt hier unten das Gangkreuz, da kommen Bändel rein. Also wichtiges Werkzeug beim Weben sind Bändel. Man muss immer irgendwelche Fäden bei der Hand haben, um irgendwas zu sichern, festzubinden. Fadenkreuz und Gangkreuz bestimmen die Ordnung der Kettfäden. Und dann kann man oben das Fadenkreuz sichern. Ich nehme jetzt die Kette runter vom Scherbaum. Die ist jetzt gesichert und da kann mir nichts mehr passieren. Jetzt muss ich diese Zapfen da abnehmen. Die Webkette ist geschert. 560 Fäden gleicher Länge, parallel geordnet und nach Farben sortiert. Und dann mache ich jetzt eine Schlaufe und ziehe mir die Kette immer durch diese Schlaufe durch. Das ist so, als ob man mit der Hand Luftmaschen häkeln würde.
Dabei entsteht der Kettzopf. Das ist gerade ein bisschen anstrengend, weil ich Spannung halten muss. Also ich muss die Spannung der Kette halten und muss gucken, dass das auch ordentlich alles abläuft. Eine sorgfältig vorbereitete Webkette ist die Voraussetzung für ein reibungsloses Arbeiten am Webstuhl und damit für ein perfektes Webstück. So. Die Kette ist geschert. Jetzt beginnt die Arbeit am Webstuhl. Die Kette muss jetzt auf den Webstuhl aufgebracht werden. Das nennt man Bäumen. Der Baum ist die Rolle, wo die Kette draufkommt. Das nennt man Kettbaum. Vorne, wo dann später das fertige Webstück drauf ist, ist der Warenbaum. Und dafür muss ich mir jetzt diese Kette beiholen. Und da kommt jetzt dieser Anlängerstab rein. Genau in dieses, oberhalb von dem Gangkreuz, was wir auf dem Scherbaum gemacht haben. Und den hänge ich hier auf der Seite ein und befestige ihn auf der anderen Seite auch. Jetzt muss hier dieses Kreuz auch gesichert werden. Da habe ich hier diesen Anlängerfaden, der wird hier durchgeführt. Das ist ganz wichtig, wenn man das vergisst, dann löst sich alles auf in Wohlgefallen. Und dann kann man die Sortierung nicht mehr einhalten. Jetzt muss ich meinen Kettzopf mal kurz da wegnehmen, damit ich den Redekamm einhängen kann. Der Redekamm dient dazu, die Kette auf die richtige Breite zu bringen. Der Redekamm hat einen Deckel, den kann man abnehmen. Und dann hebe ich das hoch und lege mir stattdessen die Zeitung ein, dass mir das jetzt nicht da reinrutscht. So, und jetzt habe ich die Kette, die muss ich jetzt straff halten und dann ergibt sich durch das Gangkreuz, das ich gemacht habe, das erste Ried im Redekamm. Also wir haben gesagt 8 Fäden pro Zentimeter und die lege ich jetzt hier vorne ein. Die am Scherbaum mit Hilfe des Gangkreuzes zu Bündeln sortierten Kettfäden werden in den Redekamm eingelegt und so gleichmäßig über die Webbreite verteilt. Das waren jetzt die Randfäden in Pink. Und dabei muss ich aufpassen, dass hier vorne immer alles straff bleibt, dass mir nichts verrutscht. 8 Fäden pro Zentimeter entspricht der Fadendichte im späteren Gewebe. Das Einlegen der Fadenbündel in den Redekamm ist die Vorbereitung zum fachgerechten Aufrollen der Webkette auf den Kettbaum. Und da liegt immer ein Fadenbündel liegt über diesem Anlängerfaden und eins darunter. Also am Ende sind es dann 560 Fäden. Ein bisschen Geduld braucht man natürlich auch. So. Das ist wieder der Rand in Pink. So, und jetzt kann der Deckel wieder drauf. Der Redekamm wird geschlossen, damit die Fäden beim Aufwickeln der Kette nicht verrutschen können. Mit Hilfe des Redekamms wird die Webkette beim Bäumen auf der gewünschten Breite gehalten. Jetzt haben wir die Webbreite eingestellt mit dem Redekamm. Ich messe das jetzt nochmal nach, dass das auch stimmt, dass das 70 cm sind. Jawohl, das passt. Jetzt kann es weitergehen. Die Webkette ist nun vorbereitet für das Bäumen. Das geht nur zu zweit.
Wir bäumen jetzt die Kette und mein Mann, der dreht jetzt am Kettbaum, dass wir langsam die Fäden unter Spannung aufwickeln können. So, und jetzt legt er Leisten ein, die auch hier diese Leiste verdecken, wo ich jetzt die Kette angeknotet habe. Wenn da ganz viele Fäden übereinander aufgewickelt werden, rutschen die ineinander und dann werden einzelne Fäden länger als andere und dann gibt es auch wieder hängende Fäden in der Kette. Das will man vermeiden. Und das macht man am besten zu zweit. Der Kettbaum ist die Walze im Webstuhl, auf die die Webkette aufgerollt wird. Die Kettleisten sorgen für eine gleichmäßige Spannung aller Kettfäden. Als Kette werden die im Webstuhl längs verlaufenden Fäden bezeichnet. Margarete Horles Webkette ist 8 Meter lang. Ja, da machst du jetzt auch nicht. Da machst du jetzt wieder. Das Aufwickeln der Kette muss unter Spannung erfolgen. Wenn ich da irgendwelche Ungleichgewichte habe, auf dem einen oder am anderen Arm, dann, und die Fäden lockerer halte als die anderen, also die Spannung nicht stimmt, dann habe ich auch wieder, ja, durchhängende Fäden. Also das wär schon fatal. Also das Einrichten vom Webstuhl ist das A und O. Das Weben hinterher ist nur noch das Sahnehäubchen drauf. Also je sorgfältiger man beim Einrichten arbeitet, umso schöner ist das Webergebnis am Ende. Ja. Und das gewissenhafte Einrichten des Webstuhls dauert etliche Stunden, länger als das Weben selbst. Viele Arbeitsschritte sind dafür notwendig, großes Fachwissen und natürlich Erfahrung. Stopp. Margarete Horle hat die Weberausbildung mit der Gesellenprüfung abgeschlossen. Die Leidenschaft für das Weben hat sie erst spät gepackt. Früher hatte sie als Hotelfachfrau gearbeitet. Jetzt ist die Kette endlich drauf und wie man am Kettbaum schön sehen kann, ist es auch schön gleichmäßig geworden und die Kettleisten haben ihren Sinn erfüllt, dass sie eben Knoten abdecken und eventuelle Unebenheiten auf dem Kettbaum. Die Kette wird nun aus dem Redekamm genommen, langsam und vorsichtig. Noch nicht runterheben. Und jetzt heben wir den nach unten raus. Ich mache jetzt die Fäden auseinander, dass das Fadenkreuz richtig erscheint. Und dann werden da die Fadenkreuzleisten eingeschoben. Da muss ich aufpassen, dass die tatsächlich alle Fäden, schieb mal, so näher, dass ich tatsächlich alle Fäden erwische, die von der Schnur hochgebunden sind. Jetzt bloß nicht den Faden verlieren, sonst war die ganze Mühe umsonst. Ja. So. Und die Fadenkreuzleisten werden jetzt hier festgebunden. Hast du das? Auf den Fadenkreuzleisten liegen die Kettfäden sortiert und vorbereitet für den nächsten Arbeitsschritt, das Litzenstechen. Da liegt ein Faden auf der einen Leiste und der nächste auf der nächsten Leiste, dann wieder auf der Leiste, dann wieder auf der Leiste. Und das ist die Ordnung, wie die Fäden in die Litzen eingezogen werden. Also ich komme jetzt zum Litzenstechen, dafür brauche ich meine Gewebeplanung noch einmal, um zu schauen, wie die Litzen eingezogen sind. Hier oben ist der Einzug eingezeichnet, das sind die Schäfte. Ich habe hier 8 Schäfte und jede Reihe steht für einen Schaft und da kann ich erkennen, wie ich die Litzen stechen muss. Und das mache ich hier mit diesem Litzenstecher. Dann muss ich Litzen vorsortieren. Zuerst nehme ich mir ein Fadenbündel und halte mir das mit einem Gewicht fest, damit ich das besser greifen kann. Und dann sortiere ich mir für die ersten 4 Schäfte Litzen vor.
560 Litzen befinden sich an den 8 Schäften. Jeder Kettfaden läuft durch eine bestimmte Litze. Der Einzug in die Litzen ist einer der Faktoren, die das Muster bestimmen. So, und dann greife ich den ersten Faden hier auf den Kreuzleisten. Nehme den Litzenstecher und ziehe den durch. Dann kommt Schaft 2. Der nächste Faden liegt auf der hinteren Kreuzleiste. Das war jetzt Schaft 1 bis 4. Wenn man das so sieht, wenn ich das so hochziehe, dann sehe ich schon, dass ich alle 4 Schäfte jetzt erwischt habe. Ob sich ein Kettfaden beim Weben hebt oder senkt, hängt davon ab, an welchem Schaft die Litze befestigt ist, durch die er gezogen wurde. So, das war jetzt der Rand. Beim zweifarbigen Muster ist der Einzug der Kettfäden noch komplizierter. Dafür kommen Litzen auf allen 8 Schäften zum Einsatz. Auf jedem Schaft werden unterschiedlich viele Litzen belegt. Also Schaft 5 bis 8, 5 Litzen, 1 bis 4, 15 Litzen für 5 Musterrapporte. Ein Rapport ist das sich wiederholende Element in einem Muster. Die Weberin muss beim Einzug der Fäden in die Litzen immer die Übersicht behalten. Schließlich müssen 560 Kettfäden in 560 verschiedene Litzen gestochen werden, die auf 8 Schäften verteilt sind. Und das in einer ganz bestimmten Reihenfolge. Jeder Kettfaden läuft durch die Öse in der Mitte der Litze, das Litzenauge. Regelmäßig wird der Einzug überprüft. Also wenn ich einen Musterrapport eingezogen habe, halte ich immer mal so hoch, um zu sehen, dass ich das auch richtig eingezogen habe. Da kann ich schon so grob erkennen, dass ich jeweils 3 Litzen hier auf 1 bis 4 benutzt habe und dann jeweils eine von 5 bis 8. Mehr als 3 Stunden braucht Margarete Horle, bis sie alle 560 Kettfäden eingezogen hat. Jeden einzelnen in die in der Gewebeplanung vorgesehene Litze. Für mich ist das tatsächlich das Nervigste an der ganzen Sache. Also alles andere mache ich gerne, also das mache ich auch gerne, aber nicht so gern, weil man eben viel Fehler machen kann. Man muss immer kontrollieren, man muss ständig konzentriert sein. Wenn man da einmal verrutscht, dann sieht man das im Gewebe. Also immer die Ruhe bewahren, dann klappt's auch mit den Fäden. Ich behaupte von mir, dass ich nicht sehr geduldig bin, aber durchs Weben bin ich schon sehr geduldig geworden, weil es klappt halt nicht immer alles so. Und je aufgeregter man dann wird, umso schlimmer klappt's. Also da klappt dann gar nichts mehr und deswegen muss man dann schon ein bisschen geduldig sein. Aber das wird man dann auch, weil man will ja auch ein schönes Ergebnis haben. Die Fadenbündel sind durch das Fadenkreuz vorsortiert. Auf einem Schaft sind jeweils die Litzen befestigt, die mit Hilfe der Tritte beim Weben auf die gleiche Weise gesteuert werden. Das sehen wir später. Für den nächsten Arbeitsschritt setzt Margarete Horle das Webblatt in die Weblade ein. Und dann kümmert sie sich, wie sollte es anders sein, wieder um ihre Kettfäden. Also ich werde jetzt das Blatt stechen, das heißt, ich bringe jetzt hier vorne auch die Kette auf die richtige Breite. Das, was ich hier eingelegt habe, das ist das Blatt, das ist ein 40er Blatt, das heißt 40 Riete pro 10 cm habe ich hier. Das bedeutet, das Webblatt hat 40 Schlitze pro 10 cm. So wird die Dichte des Gewebes festgelegt. Die Weberin zieht in jeden Zwischenraum 2 Fäden ein. So bekommt das Gewebe eine Dichte von 80 Fäden auf 10 cm, also 8 Fäden pro Zentimeter. Also so wie die in den Litzen erscheinen, müssen die auch hier vorne eingezogen werden, damit es keine Verkreuzungen gibt.
Das bedeutet, dass sie erneut alle 560 Kettfäden einziehen muss, diesmal in das Webblatt. Soweit so gut. Die Kette ist auf den Webstuhl gespannt, die Kettfäden wurden durch die Litzen und danach durch das Webblatt gezogen. Also ich binde jetzt die Kette an den Anlängerstange vom Warenbaum, um praktisch die Ebene zum Weben herzustellen. Mit den Fingern kämme ich da jetzt so ein bisschen durch, bis ich das Gefühl habe, dass sie alle gleich stramm sind. Der Warenbaum ist die Walze, auf die später der gewebte Stoff aufgerollt wird. Auch bei diesem Arbeitsgang, dem sogenannten Vorbinden, muss die Weberin einiges beachten. Möglichst sollen alle Fäden die gleiche Spannung haben und ja, parallel auch zueinander liegen, weil sonst Fäden durchhängen und das merkt man dann hinterher im Gewebe. So, und jetzt habe ich noch meinen Anlängerfaden, meinen obligatorischen. Der bringt jetzt die Fäden auf eine Ebene. Im Moment ist ja eins oberhalb und eins unterhalb vom Holz. Und mit dem Faden hole ich die jetzt alle auf eine Ebene. Über die gesamte Webbreite müssen die Kettfäden gleichmäßig straff gespannt sein. Und es darf keine Unebenheiten und keine Durchhänger geben. Der nächste Arbeitsschritt hat ebenfalls mit Fäden und Knoten zu tun. Margarete Horle bereitet das Verschnüren vor. Wieder eine zeitaufwendige Tätigkeit beim Einrichten des Webstuhls. Die Schnüre müssen da unten an die Querhölzer angebunden werden. Die müssen jetzt durch die Kette nach unten. Dazu muss die Weberin in den Webstuhl krabbeln. So. Jetzt werden hier unten die Querhölzer mit den Schnüren verbunden. Also das ist die Schnur, die jetzt von oben runtergekommen ist. Dieses Querholz ist ein hebendes Querholz. Und das nächste ist der Senker, der ist am gleichen Schaft. Wenn das dann später mit den Dritten verschnürt ist, dann bewegen diese Querhölzer die Schäfte nach oben oder nach unten. Auf diese Weise wird der Webstuhl gesteuert. An jedem der 8 Schäfte wird jeweils ein senkendes und ein hebendes Querholz befestigt. Die Querhölzer bewegen die Schäfte nach oben und nach unten. Je nachdem, wie diese hebenden und senkenden Querhölzer danach mit den 8 Dritten verschnürt werden, ergibt sich daraus das Muster. Das Verschnüren ist also eine Art Programmierung. Die Querhölzer sind nun mit den Schäften verbunden. Mehr Schnüre müssen her, denn jetzt müssen die Querhölzer noch mit den 8 Dritten verschnürt werden. Ein komplizierter Arbeitsgang. Dafür braucht Margarete Horle ihren Verschnürungsplan. Also das sind die Dritte. Ich brauche da 8 Stück. Da habe ich schon eine Bindungspatrone. Das ist praktisch ein Bauplan für Weber, an dem man erkennen kann, wie Schäfte gehoben und gesenkt werden, um ein Muster entstehen zu lassen. Und anhand dieses Geplanes muss ich dann auch die Verschnürung für die Dritte vornehmen. Und bei diesem 8. Tritt hier drüben, der hat die Nummer 8, müssen da jetzt 3 Schnüre eingezogen werden, 3 lange. Der Verschnürungsplan legt fest, wie die Tritte mit den hebenden und senkenden Querhölzern verbunden werden. Durch das Betätigen der Tritte bewegen sich die Schäfte beim Weben nach oben und nach unten. So öffnen sich unterschiedliche Fächer für das Schiffchen.
Jeder Tritt hebt und senkt dabei Schäfte gleichzeitig. Ja, ich muss aufpassen, dass ich die richtigen Schnüre setze. Also ich habe hier meinen Plan und wo ein Kreuz ist, da wird der Schaft gehoben und wo kein Eintrag ist, da wird der Schaft gesenkt. Und die Tritte sind alle jeweils mit oberen und unteren Querhölzern verbunden und heben und senken gleichzeitig Schäfte. Das Verschnüren erfordert Sorgfalt, Erfahrung und noch mehr. Gelenkig muss man sein eigentlich. Und wenn man halt ein bisschen größer ist, dann darf der Webstuhl nicht so klein sein. Also ich hatte auch schon kleinere Webstühle, wo ich dann irgendwann gesagt habe, nee, das ist nicht bequem zum Arbeiten. Ich meine, das ist jetzt schon nicht bequem, aber je kleiner, umso unbequemer. Ne? Jeder der 8 Tritte wird mit 4 hebenden und 4 senkenden Querhölzern verbunden, macht 64 Verschnürungen insgesamt. Der nächste Arbeitsschritt steht an, das Fach richten. Ich muss jetzt das Fach richten. Dazu trete ich einen Tritt und da heben sich Kettfäden und senken sich Kettfäden. Und schaue mir von der Seite das Fach an, wie die Fäden hier drin verlaufen. Da muss später das Schiffchen hier durchlaufen und da muss genügend Platz sein. Die unteren Fäden sollen möglichst unten auf der Ladebahn aufliegen und die oberen, die gehobenen Fäden sollen genügend Platz lassen für das Schiffchen. Und da ist jetzt ein Faden zu niedrig. Also ich sehe hier, dass es passieren könnte, dass ich mit dem Schiffchen hier einfädel. Praktisch einen Fehler erzeuge beim Weben. Da sehe ich auch, welcher Schaft das ist und den muss ich jetzt nochmal nachjustieren. Also wieder rein in den Webstuhl und die Knoten überprüfen. Im Falle eines unsauberen Webfachs müssen die entsprechenden Knoten entweder gelockert oder fester gezogen werden. Da spart man sich die Morgengymnastik. Ja, also Weben ist körperlich sehr anstrengend. Also jeder Tritt bewirkt, dass sich 4 Schäfte heben und 4 Schäfte senken. Und das sind immer unterschiedlich, also andere Schäfte. Und hier muss ich jetzt alle nachschauen, die ganzen Tritte, ob da das Fach groß genug ist, dass das Schiffchen durchpasst. Meine Arme sind so kurz. Wenn sich die Kettfäden beim Öffnen eines Fachs nicht sauber trennen, kann das zu einem Webfehler führen. So. Mehr geht jetzt, glaube ich, nicht, dass es noch besser wird. Aber etwas fehlt immer noch zum Weben. Die Schussspulen. Muss man auch ein bisschen bauchig aufbauen, die Spule, dass der Faden an der Seite nicht runterrutscht. Die Spulen mit oranger und pinkfarbener Baumwolle kommen in die Schiffchen. Der wird dann so ins Schiffchen eingelegt, auf den Stab geschoben. Der kommt dann hier rein und hier vorne der Faden kommt hier durch das Auge. Nach langwierigen Vorbereitungen ist es nun endlich soweit. Zeit zum Weben. Das Schiffchen mit dem Schussfaden wird von einer Seite zur anderen durch die Kette geschossen. Der Schuss wird in die Kette eingetragen, sagen die Weber. Auf diese Weise verkreuzen sich Kettfäden und Schussfäden zu einem Gewebe. Also das Fach für den Schützen entsteht dadurch, dass ich hier unten meine Tritte bewege, je nachdem, welchen Tritt ich trete. Also ich habe da eine gewisse Reihenfolge, die muss ich einhalten. Dann ergibt sich ein Fach und durch dieses Fach passt der Schützen durch. Und dann trete ich das nächste Fach und dann entsteht wieder ein anderer Platz, wo der Schütz durch kann. Durch Betätigen eines Tritts wird ein Teil der Kettfäden angehoben und ein anderer Teil gesenkt. Der Einzug der Kettfäden in die Litzen, die Verschnürung der Schäfte mit den Tritten und die Trittfolge bestimmen das Muster. Also jeweils nach 4 Schuss, also einmal durchschieben von dem Schiffchen ist ein Schuss. Nach 4 Schuss muss die Farbe gewechselt werden.
Ich muss weiterdrehen, es hilft alles nichts. Nach einer gewissen Zeit muss ich die Kette nachlassen, weil das Webfach hier vorne zu klein wird. Dazu muss ich aufstehen und den Kettbaum lösen. Dazu muss ich den Hebel hier hoch und dann drehe ich hier am Kettbaum in die eine Richtung, damit ein bisschen Kette nachgelassen wird. Dann arretiere ich das Ganze wieder. Und dann habe ich hier vorne einen Hebel, mit dem ich das Ganze hier wieder spannen kann. Also das Muster ist eine Köperbindung, ein Zwei-Partien-Gewebe. Das heißt, in der einen Partie werden 3 Fäden gehoben, einer gesenkt, in der anderen Partie wird ein Faden gehoben und 3 gesenkt. Das wechselt sich immer ab und durch diese Farbkombination, die ich hier gemacht habe, ergibt es da so kleine Fenster. Die Bindung ist die Art und Weise, wie Kettfäden und Schussfäden miteinander verkreuzt werden. Die Köperbindung ist eine von 3 Grundbindungsarten für Gewebe. Die einfachste Bindung ist Leinwandbindung, da geht ein über den anderen Faden. Das haben viele im Kindergarten schon gemacht. Und hier geht ein Faden mindestens über 2 andere drüber. Und da entsteht ein Grat, weil sich das immer um 1 versetzt. Man kann unheimlich viel Abwandlungen daraus erarbeiten und auch mal versetzen oder drehen. Und ja, also mit Köper kann man unendlich viele Muster gestalten. Typisch für Köperbindungen sind schräge Linien, die durch das Gewebe laufen, die sogenannten Köpergrate. 2 Meter lang soll das sommerliche Schultertuch werden, aber was macht sie eigentlich mit dem Rest der Webkette? Also ich habe hier eine Kettlänge von 8 Metern, weil ich ja nicht nur diese ganze Arbeit des Webstuhleinrichtens für einen Schal machen kann, sonst würde das ja immens teuer werden, das Teil. Deswegen habe ich jetzt für 3 Schals hintereinander eine Kette gemacht und werde dann beim weiteren Weben vielleicht an der Farbe noch was verändern oder an der Trittfolge, damit sich ein neues Muster ergibt. Wenn durch den Fortschritt beim Weben das Fach zu klein wird, also der Abstand zwischen Gewebe und der Weblade zu gering ist, muss die Kette ein Stück nachgelassen werden. Das passiert etwa alle 10 Zentimeter. Danach wird der Kettbaum arretiert und die Webkette wieder auf Spannung gebracht. Jetzt ist das Webfach wieder groß genug, damit das Schiffchen mit dem Schussfaden ungehindert durchgeschossen werden kann. Mit der Weblade schiebe ich den Faden, der im Webfach liegt, an die Webkante ran. Also ich könnte da jetzt auch viel fester ranschlagen, aber ich schiebe das nur so an, damit das nicht so brettig wird. Also das soll ja anschmiegsam später sein. Ist das Muster kompliziert, muss die Weberin hochkonzentriert arbeiten. Wenn der Faden im falschen Fach läge, wäre dann letztendlich, wenn man es nicht gleich bemerkt, ein Fehler, der sich im ganzen Gewebe fortführt, also der immer bleibt. Wenn ich es gleich merke, dann kann ich auch mal wieder zurückweben, indem ich im gleichen Fach das Schiffchen wieder zurückschicke. Aber wenn ich es erst nach so 15 Zentimetern bemerken würde, dann wäre das für immer. Weben ist also nicht nur körperlich anstrengend, sondern auch geistig. Die Reihenfolge, in der die Tritte betätigt werden, um die jeweiligen Fächer für das Schiffchen zu öffnen, muss exakt eingehalten werden, damit das Muster stimmt. Neben Ausdauer, Sorgfalt und Kreativität sind beim Weben auf einem großen Handwebstuhl aber noch weitere Fähigkeiten gefragt.
Ja, also einen Schraubenzieher sollte man schon mal bedient haben. Wenn was nicht funktioniert, kann man nicht warten, dass ein Mechaniker kommt, da kommt keiner. Das muss man alles irgendwie selber wieder in Gang bringen oder reparieren. Und da braucht man schon ein bisschen technisches Verständnis auch, um zu sehen, was passiert, wenn ich jetzt einen Tritt trete, was passiert da am Webstuhl und wenn es schief läuft, warum läuft das schief, das sollte man schon auch wissen. Wenn alles klappt und das Webstück wie geplant vor ihren Augen entsteht, weiß Margarete Horle wieder einmal, was sie am Handweben fasziniert. Ich bin jetzt am Ende meines Gewebes angekommen. Also ich bin sehr zufrieden. Also man sieht es ja vorher immer nur auf dem Papier, wie sich das entwickelt. Und also ich finde, es ist ein sehr schöner Stoff geworden. Das Webstück kann nun vom Webstuhl abgenommen werden. Da ich Fransen brauche für den Schal, lasse ich entsprechend viel Kette, nehme ich mit weg, um dann noch knoten zu können. Zuerst wird ein Bündel Kettfäden in der Mitte durchtrennt. Die Kettfäden sichere ich vor dem Blatt, damit sie mir nicht nach hinten wegrutschen. Und hier vorne mache ich mir auch einen kleinen Knoten rein, damit mir der letzte Schussfaden nicht wegrutscht. Ich habe in der Mitte begonnen, damit mir die Randfäden das Gewebe möglichst lange straff halten. Bündel für Bündel werden die abgetrennten Fäden gesichert. Margarete Horle holt das 2 Meter lange Schultertuch herunter vom Warenbaum des Webstuhls. Das Webstück ist nun fast fertig, aber noch nicht ganz. Für den nächsten Arbeitsgang macht es sich die Weberin im Hof des Anwesens ein bisschen bequemer. Denn jetzt ist noch einmal Ausdauer gefragt. Das Knoten steht an. Dafür braucht sie noch einmal 1 Stunde. Margarete Horle knotet die Fransen an beiden Enden des Schals mit Hilfe einer Stopfnadel. Auch bei dieser Arbeit ist ihr Anspruch, dass jeder Knoten perfekt sitzt. Eine letzte Geduldsprobe. Am Ende kommt die Weberin auf stolze 280 Knoten. So, das war jetzt der letzte Knoten. Das Schultertuch bekommt jetzt noch ein heißes Bad, damit sich die Fäden miteinander verbinden, damit es dann letztendlich tatsächlich auch ein Stoff ist und nicht nur ein Gewebe. Und ja, es ist sehr schön geworden. Margarete Horle verkauft ihre handgewebten Textilien vor allem auf Kunsthandwerkermärkten. Für 170 € ist das sommerliche Schultertuch zu haben. Ein handgewebtes Unikat, kunstvoll gefertigt aus unzähligen Fäden, nach alter Webtradition. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.